That's my blood. That's my blood. It's a lot of my blood. Damit herzlich willkommen zu Let's Play Uncharted 2 Among Thieves Kapitel 1 Felsenfest. Ja, das ist eine komische Situation, in der der Drake hier hängt und auch eine komische Situation für mich, denn eigentlich wollte ich das Let's Play schon lange begonnen haben, aber naja, es hat sich halt verschoben. Ich wurde krank und dann habe ich es total vergessen. So, ich habe vergessen, wie man klettert. Ich mach einfach mal Dinge hier. Ja, ich glaube, ich mache einfach mal irgendwas und hoffe, dass es richtig ist. Das erscheint mir nicht richtig. Der erste Teil hier er hat nicht so aufgehört. Wer den nicht gesehen hat, ich habe ein ganz tolles Let's Play dazu gemacht. Wir spielen übrigens wieder mal auf schwer. Den Satz werdet ihr öfter von mir hören können. Ah, wir können hinten hoch, okay. Und ich muss einfach mal wieder erwähnen, wie geil das Ding aussieht, obwohl es nur ein Remaster ist. Geht's irgendwie nicht so, wie ich es will, ne? Ich glaube, ich muss hier hinten dann rechts, ne? Da, scheiße. Okay, alles gut. Kein Problem. Wir haben schon Schlimmeres durchgemacht. Ja. Alles unter Kontrolle. Ich hänge nur blutend an einem Zug, der von einem Gipfel hängt. Irgendwo. Im Himalaya oder so? Weiß nicht, wo gibt's so hohe Berge? Und rote. It's okay. Oh, du Scheiße. Ach, ja. Au, 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 au. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Was der Typ aber auch immer für ein Pech hat. Und Glück. Glück im Unglück. Ab und auf den Sitz. Und jetzt da hoch. Und da hoch. Ach du Scheiße. Und da hoch. Na, komm. Ich spiele übrigens mit englischer Sprachausgabe. Es gibt auch eine deutsche, aber im ersten Teil wurde sich schon gewünscht, dass ich auf Englisch spiele. Ja. Mit deutschen Untertiteln. Also, ich hoffe, das ist ein guter Kompromiss. Weil die deutsche Sprachausgabe ist nicht so gut. Ach, wir sind da, wo wir rausgefallen sind. Abgefallen sind bei der gelben Stange. Was ist das? Eine Bremsleitung? Keine Ahnung. Ah. Oh, was ist gerade passiert? Ich kann nicht anders als mitfiebern, das ist schlimm. Das sieht aber echt genial aus. Muss man einfach mal sagen. Ja, jetzt fall bloß nicht runter. Wenn du jetzt runterfällst, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Fall ich mit runter. Ah, nein, nicht runter. Okay, jetzt geht schnell. Schnell. Holy shit. Der Typ hat so ein unglaubliches Pech.
Wie ist der da angekommen? Buy me a drink, sailor. Harry Flynn? Hey! What the hell are you doing here? I'm looking for you, mate. Uh-oh. Should I be flattered or worried? Maybe a bit of both. Come here. I've got a job for us. Really? The client is willing to part with a huge sum of cash if we acquire a certain object for him. All right, I'm listening. Now, you're not gonna like this. Oh, no. No, you're out of your mind. Yeah, you just hear me out for a No, second. Flynn, we both know two people who were killed trying to lift something out of this place. And one who made it out. Yeah, barely. I can't do this without you, Drake. You're the only one who's cracked it, and you know better than anyone it's a two-person job. No. 3, actually. Right. And speak of the devil, here she comes now. What? Chloe Fraser. Nathan Drake. Hello, Harry. Chloe here's one of the best drivers in the business. She'll take good care of us. I bet. Right, look. I've got it all figured out. We go in through the sewer. I'm loving it so far. That puts us in the courtyard. From there, we scale up the wall, run across the rooftops, and just drop down into the exhibit hall. Bob's your uncle. And what is worth all this trouble, I hear you ask? I didn't, but go ahead. But that's it. An oil lamp. Yeah. It's worthless. I don't get it. Neither do we. That's why we tracked you down. Well, it sounds like you're working for a nutcase. Some collector who's got too much time and money on his hands. And by the way, this is not worth any of it. But there's more. How's your 13th century Latin, mate? Where'd you get this? Borrowed it from the files of the nutcase. In Trebizond, we were set upon by thieves. Father, Maffeo, and I were robbed of our greatest treasures. This was written by Marco Polo. Yes, that much we were able to work out. Unfortunately, the rest of it's nonsense. Hey, hold on. So that it should not fall into the wrong hands, I concealed my great sorrow in the unlikeliest place. The light of the great Khan shelters the fate of the 13. See what I mean? It's just gibberish. He's talking about the lost fleet. Yeah. I know, someone want to fill me in? Marco Polo leaves China with 600 passengers and 14 ships loaded down with treasure from Kublai Khan. And he lands in Persia a year and a half later with only one ship left and only 18 passengers. Now, he recorded every detail of his journey, but he never told what happened to all those ships and the passengers. So somewhere out there are 13 ships loaded with the Emperor's treasure waiting to be found. Yeah, and that is what your client is after. Hey, look at this lamp. It's covered in Mongolian script. It must have been a gift from Kublai Khan. The light of the great Khan shelters the fate of the 13. Marco Polo hid something inside this lamp. Something that pinpoints the site of the lost fleet. So, we're dicking this guy over, right? Damn straight. Absolutely. You in then? What the hell? I mean, what could possibly go wrong? Tja, scheinbar eine Menge. Ach, du verdammte Kacke. Ja. Wir wissen immer noch nicht, was passiert ist, aber er ist vom Strand, weiß ich, wo das ist, sah aus wie Malibu oder so, irgendwo in der Eiswüste gelandet und ich habe hier was glitzern sehen. Ein erster Schatz. Super. So, jetzt aber.
toll. Er ist irgendwo im Himalaya. Das ist offensichtlich der Himalaya. Und die roten Dinger sind ja auch typisch Himalaya. Die roten Züge. Wenn du jetzt runterfällst, das... Ey. Das Spiel, ey. Gerade wenn man denkt, man ist... Okay. Gerade wenn man denkt, man ist in Sicherheit. Der Typ hat so ein unglaubliches Glück und Pech. Hey, guck mal. Was ist denn hier? Da kann man durch, oder? Aber hier ist eine Waffe. Und Öl. Läuft da aus. Oh, großartig. Okay, so geht man in Deckung. Hier ist Munition. Ja, toll. Of course it's locked. It's always locked. Wir haben den Schlüssel. Mhm. Drücken Sie R1, um nachzuladen. Was? Haben die nichts Besseres zu tun? Toll, er hat mal wieder Leute hinter sich her, die ihn verfolgen. Das ist sehr gut. Es hat sich also nichts geändert seit dem ersten Teil. Nur, dass es jetzt keine tropische Insel mehr ist, sondern scheinbar irgendwo der Himalaya. Großartig. Wenn du jetzt runterfällst, du blöder Zug. Ach, hier gehen wir hoch, okay. Ach, Scheiße. Ach, au. Der Zug fällt runter, oder? Au. Lebt er noch? Hello. Well, so much for foreplay. You mind telling me what the hell is going on? You mean with Flynn? Yeah, you might have warned me. And missed the look on your face? Anyway, you haven't exactly made yourself easy to find. Talk about making yourself easy. Oh, you're not jealous. Let's not forget who walked out on whom. After all, you don't get to be jealous. Wait a minute, Chloe. If it makes you feel any better, my relationship with Flynn is strictly professional. Really? Mostly professional. Oh. When I figured out he was actually on to something, I thought you'd want to be in on the action. So what's the plan? Just like we said, we pull the heist, we find the ships, and we make off with the treasure. With Flynn? Mm-hmm. And then? And then we split the take 3 ways, and you and I just disappear. Together, this time. I see. Until then, he can't know about us. He's gonna be pissed. He's gonna be fine. Trust me. Aha. Die gefällt mir. Und er lebt noch irgendwie gerade so. Immer positiv denken, das Blut hält einen warm.
Ist nur doof, wenn es ausläuft. Ach, nicht schon wieder. Hier runter, oder? Ja, offensichtlich. Nicht zusammenkrachen, bitte. Das können wir nicht brauchen. Hier geht schon zu viel schief. Das war so klar. Das war sowas von klar. Schöne Aussicht. Das ist echt. Also, der Typ, ne? Monate früher. You sure you're up for this? Feel a lot better if I had a gun. We won't need them. A little insurance, that's all. Flynn, they're just museum guards. And we have their patrols all mapped out. Relax. 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 Have you ever been in a Turkish prison, mate? If we get caught, they will lock us up and throw away the sodding key. You do realise that, don't you? Better than you do. Well, you may fancy that kind of thing, but I don't. Can't afford to make any mistakes. Yeah, and we won't. We're here. Subtil. This way. So what do we do if they switch the patrols? Figure it out as we go. We cannot fumble our way through this. I don't fumble, I improvise. Oh, is that what you call it? Yeah, I'm adaptable. Adaptable. You cocky bastard. There. What did I tell you? That passage there is going to take us right under the museum. You called it all right. You need to have a little more faith in me, chum. Okay, this one here is me. All right, remember, that tower's our only way into the exhibit. But we can't even get close with those floodlights on. We've gone over this. Just make sure you cut the power by the time we reach the second courtyard. The lights will be out. I'll have the van waiting at the rendezvous point. Just make sure you get your asses out of there in time. Fair enough. All right, enough chat. Let's do this. Chloe. See you on the other side. Looking forward to it. You sure you know where you're going? Don't I always? Ach, jetzt kommt das Tutorial fürs Klettern. Das ist ja... Don't you love the way the water makes your jeans all squidgy? Was? Was bist du denn für einer? Wer mag denn sowas? It's like the good old days, isn't it? Yeah. When were those again? Da lang, genau. Bewegen Sie sich mit L weg von der Wand und drücken Sie X, um zur gegenüberliegenden Kante zu springen. Das kann ich. Das habe ich auch schon im letzten Teil gemacht. Oh, wait. This can't be right. We must have made a wrong turn somewhere. Ach Quatsch, alles richtig. Guck mal, nach oben. Hey, now what do you bet that will take us right into the boiler room? And from there, we're in. Yeah,
In like Flynn, right? What? In like Flynn. I don't get it. Just give me a boost. Der war grauenvoll. Here it comes. Thanks. Und ich habe mich schon gefragt, wofür wir ihn eigentlich brauchen. Almost there. You ready? No guts, no glory. So. Here we go. Durch die Kanalisation ins Museum. How did you two come into this? You gonna plunder a few temples, loot the museum? That's just a little historical research. Christ almighty. The client is willing to part with a huge sum of cash if we acquire a certain object. They called it the wish-fulfilling jewel. That's gotta be worth millions. Hundreds of millions. Hang on a minute. Easier said than done. This is fake. It's a forgery. You've been played. Honor among thieves, huh? I'm a good businessman. You're a pirate. We're gonna snatch that treasure right out from under them. They get us all killed! Come on. You in then? What the hell? I mean, what could possibly go wrong?